Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir darüber, wie sich das Leben verändert, wenn man nach Deutschland zieht. Was ist neu? Was ist schwierig? Was hilft am Anfang? Abonniere unseren Podcast und aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Weißt du noch, wie deine ersten Tage in Deutschland waren? Ich war sehr aufgeregt. Alles war fremd. Die Straßen, die Häuser, die Sprache. Ich habe mich ein bisschen verloren gefühlt. Ja, das kenne ich. Am ersten Tag war ich sehr müde. Ich bin viel gelaufen und habe alles angeschaut. Die Menschen waren freundlich, aber sie haben nicht so viel geredet wie in meinem Land. Ich habe mich oft gefragt, wie ich einkaufen soll. Im Supermarkt war alles anders. Es gab so viele Produkte, die ich nicht kannte. Ich habe lange gesucht, bis ich Brot und Milch gefunden habe. Ich habe auch Schwierigkeiten gehabt. Ich wollte Reis kaufen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Und beim Bäcker gab es so viele Brötchen. Ich wusste nicht, welches ich nehmen soll. Das kenne ich. Ich habe auch nicht gewusst, wie man richtig grüßt. In meiner Heimat sagt man oft Hallo und gibt die Hand. Hier sagen viele einfach nur Guten Tag oder nicken kurz. Mir ist aufgefallen, dass die Leute im Bus oder in der Bahn oft alleine sitzen. Sie sind ruhig und schauen aus dem Fenster. Am Anfang dachte ich, sie sind nicht freundlich, aber das stimmt nicht. Ja, ich habe auch gedacht, die Menschen sind kalt, aber wenn man sie fragt, helfen sie gern. Ich habe einmal nach dem Weg gefragt. Ein Mann hat mir alles genau erklärt, ganz ruhig und freundlich. Die Sprache war für mich am schwersten. Ich habe oft nicht verstanden, was die Leute sagen. Die Wörter waren neu und schnell. Ich habe manchmal nur gelächelt und Ja gesagt. Ich habe mir kleine Zettel mit wichtigen Wörtern geschrieben, zum Beispiel Entschuldigung, wie viel kostet das? Oder ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Das hat mir geholfen. Ich habe am Anfang oft meine Familie angerufen. Ich habe ihnen erzählt, wie mein Tag war. Das hat mir geholfen, nicht so viel Heimweh zu haben. Ich habe auch Fotos von zu Hause angeschaut. Ich habe viele neue Dinge probiert. Ich bin oft spazieren gegangen und habe die Stadt entdeckt. Ich habe gesehen, wann die Leute einkaufen, wann sie essen und wie sie leben. Am Anfang war alles ein bisschen schwer. Ich habe oft Fehler gemacht. Aber das ist normal. Jeden Tag habe ich etwas Neues gelernt. Mit der Zeit wurde es besser. Ich finde, man muss geduldig mit sich selbst sein. Die ersten Wochen sind nicht leicht, aber wenn man offen bleibt und Fragen stellt, wird vieles einfacher. Ja, das stimmt. Es dauert ein bisschen, bis man sich wohl fühlt. Schritt für Schritt wird alles vertrauter. Irgendwann merkt man, man kann hier gut leben. Nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, wie wichtig die Sprache ist. Ohne Deutsch ist vieles schwer. Ich wollte zum Beispiel einen Handyvertrag machen, aber ich habe nicht alles verstanden. Ja, das kenne ich. Ich habe am Anfang viele Formulare bekommen. Für die Anmeldung, für die Bank, für die Krankenkasse. Oft wusste ich nicht, was ich ausfüllen muss. Ich habe dann Freunde gefragt oder im Internet gesucht. Ich habe einen Deutschkurs besucht. Das war gut. Wir haben viel gesprochen und ich habe neue Leute kennengelernt. Im Kurs haben wir auch über Einkaufen und Arztbesuche gesprochen. Ich habe auch einen Kurs gemacht, aber ich habe am meisten beim Einkaufen gelernt. Ich habe immer versucht, mit den Verkäuferinnen zu reden. Manchmal habe ich Fehler gemacht, aber das war nicht schlimm. Ich habe mir kleine Zettel gemacht. Darauf stand, was ich einkaufen will. So habe ich die Wörter geübt. Im Supermarkt habe ich oft andere Kunden beobachtet. Ich habe gesehen, wie sie an der Kasse bezahlen. Ich habe auch viel im Alltag gelernt, zum Beispiel, wie man einen Termin beim Arzt macht. Am Telefon habe ich oft nicht alles verstanden. Dann habe ich gesagt, können Sie bitte langsam sprechen?
das hat geholfen. Am Anfang war ich oft unsicher, wenn ich etwas fragen wollte, aber ich habe gemerkt, die meisten Menschen sind geduldig, sie erklären gern oder zeigen mir, wie etwas geht, so habe ich immer mehr gelernt. Ich finde, es hilft, jeden Tag ein bisschen zu üben. Zum Beispiel im Bus, die Ansagen hören oder im Fernsehen Nachrichten schauen. Auch kleine Gespräche mit Nachbarn bringen viel. Ich habe auch oft im Café oder beim Bäcker geübt. Ich habe einfach bestellt, auch wenn ich nicht sicher war. Wenn ich ein Wort nicht wusste, habe ich gezeigt, was ich meine. Ich habe mir eine Liste mit neuen Wörtern gemacht. Jeden Tag habe ich ein paar Wörter gelernt. Ich habe sie laut gesagt und Sätze damit gebildet. So konnte ich sie mir besser merken. Manchmal habe ich mit Freunden aus dem Kurs zusammen gelernt. Wir haben zusammen gekocht, eingekauft oder Hausaufgaben gemacht. Das hat Spaß gemacht und war nützlich. Ich habe auch gemerkt, dass es wichtig ist, die Post zu öffnen. Man bekommt viele Briefe. Manche sind wichtig, zum Beispiel von der Stadt oder der Bank. Ich habe immer gefragt, wenn ich nicht sicher war. Mit der Zeit wurde vieles leichter, ich habe mehr verstanden und konnte besser sprechen. Ich habe mich gefreut, wenn ich im Alltag etwas alleine geschafft habe. Ja, am Anfang ist alles neu und manchmal schwer. Aber wenn man jeden Tag ein bisschen übt, wird der Alltag einfacher. Man fühlt sich mit der Zeit sicherer. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass die Menschen in Deutschland viele Sachen anders machen als in meinem Land. Zum Beispiel essen viele Leute hier schon am Abendbrot um 6 oder 7 Uhr. Bei uns zu Hause essen wir oft später. Ja, das ist mir auch aufgefallen. In meiner Heimat essen wir warm am Abend. Hier gibt es oft nur Brot, Käse und Wurst. Am Anfang fand ich das komisch, aber jetzt esse ich auch oft ein belegtes Brot am Abend. Ich habe auch gelernt, dass die Deutschen gern pünktlich sind. Einmal kam ich zu spät zu einem Treffen mit einer Freundin. Sie hat gewartet und war nicht so froh. Jetzt versuche ich, immer pünktlich zu sein. Pünktlichkeit ist wirklich wichtig. Ich habe es bei der Arbeit gemerkt. Wenn ein Termin um 9 Uhr ist, dann sind alle schon vorher da. Ich komme jetzt lieber 5 Minuten früher, das ist besser. Ein großer Unterschied ist das Mülltrennen. Ich wusste am Anfang nicht, in welche Tonne ich den Abfall werfen soll. Es gibt Papier, Plastik, Bio und Restmüll. Ich habe meine Nachbarn gefragt, wie das geht. Das war für mich auch neu. In meiner Heimat gibt es nur einen Mülleimer. Hier muss man alles sortieren. Jetzt mache ich das automatisch. Es ist gar nicht so schwer, wenn man sich daran gewöhnt. Ich habe auch gemerkt, dass viele Leute in Deutschland gern spazieren gehen. Am Wochenende sieht man viele Familien im Park oder im Wald. Ich mache das jetzt auch oft. Es tut gut und ist ruhig. Ja, ich gehe auch oft spazieren. Manchmal treffe ich Freunde und wir laufen zusammen. Oder ich gehe allein und höre Musik. Man kann gut nachdenken und die frische Luft genießen. Noch etwas, das ich gelernt habe. Viele Menschen planen ihre Woche. Sie schreiben Listen für den Einkauf oder für Termine. Ich mache das jetzt auch. So vergesse ich weniger und mein Alltag ist einfacher. Ich plane jetzt auch mehr. Ich schreibe auf, wann ich arbeite, wann ich einkaufen muss oder wann ich Freunde treffe. Das hilft mir, alles besser zu organisieren und ruhiger zu bleiben. Manche Sachen waren am Anfang ungewohnt, aber ich finde sie jetzt gut. Zum Beispiel, dass man im Bus oder Zug leise ist. Die Leute lesen oder hören Musik. Es ist angenehm ruhig. Ja, das stimmt. Ich habe früher oft laut telefoniert, aber jetzt mache ich das leise oder warte, bis ich aussteige. Ich finde es schön, dass jeder Rücksicht nimmt.
Mit der Zeit habe ich viele neue Dinge übernommen. Manche gefallen mir, andere mache ich noch wie früher, aber ich finde es spannend, neue Gewohnheiten zu lernen. Ich denke auch, dass man offen sein sollte. Es macht das Leben leichter, wenn man Neues ausprobiert. Viele Sachen machen jetzt sogar Spaß. Ich fühle mich schon ein bisschen wie zu Hause. Am Anfang war für mich alles schwierig. Ich habe oft nicht verstanden, was die Leute sagen. Ich musste immer fragen oder nachschauen, aber jetzt merke ich, dass vieles leichter geworden ist. Ja, das kenne ich. Früher hatte ich Angst, im Supermarkt zu sprechen oder an der Kasse zu bezahlen. Jetzt mache ich das ganz normal. Ich weiß, wie ich fragen kann, wenn ich etwas nicht finde. Auch das Busfahren war am Anfang kompliziert. Die vielen Linien, die Fahrpläne. Ich habe mich oft verfahren. Heute weiß ich, welche Busse ich nehmen muss. Ich schaue einfach auf mein Handy oder auf den Plan an der Haltestelle. Ich finde, das Einkaufen geht jetzt viel schneller. Ich kenne die Produkte, weiß, wo alles steht und kann die Preise vergleichen. Ich muss nicht mehr so lange suchen und verstehe die Angebote. Am Telefon sprechen war für mich früher sehr schwer. Ich habe oft nichts verstanden oder war nervös. Heute telefoniere ich öfter, zum Beispiel mit dem Arzt oder mit der Bank. Ich traue mich mehr und mache weniger Fehler. Ich habe auch gemerkt, dass ich jetzt besser Deutsch verstehe, wenn ich Fernsehe oder Radio höre. Am Anfang war alles zu schnell, aber jetzt verstehe ich schon viele Wörter und Sätze. Das macht Spaß. Ich habe auch mehr Freunde gefunden. Am Anfang war ich oft allein, aber jetzt treffe ich mich mit Leuten aus dem Deutschkurs oder mit Nachbarn. Wir trinken Kaffee zusammen oder gehen spazieren. Ich habe neue Hobbys ausprobiert. Ich spiele jetzt Fußball im Verein und gehe manchmal schwimmen. So habe ich viele Menschen kennengelernt. Es ist schön, gemeinsam etwas zu machen. Ich finde, mit der Zeit wird man auch selbstsicherer. Man weiß, wie der Alltag funktioniert. Man weiß, wie man einen Termin macht oder einen Brief schreibt. Das gibt ein gutes Gefühl. Ja, ich habe gelernt, dass Fehler normal sind. Ich mache immer noch manchmal Fehler, aber das ist nicht schlimm. Die Leute verstehen mich trotzdem und helfen oft gern. Ich kann jetzt auch besser erklären, wo ich wohne oder wie mein Tag war. Ich kann über meine Familie sprechen oder erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe. Das war früher nicht so einfach. Ich merke, dass ich mich jetzt mehr zu Hause fühle. Ich kenne die Wege, die Nachbarn und die Regeln. Ich habe meine eigene Routine und fühle mich sicherer als am Anfang. Es dauert eine Weile, bis alles leichter wird, aber wenn man dranbleibt, wird vieles mit der Zeit ganz normal. Ich bin froh, dass ich heute vieles alleine machen kann. Ja, das stimmt. Man wächst mit jedem Tag ein bisschen mehr in das neue Leben hinein. Und irgendwann merkt man, jetzt ist es nicht mehr so schwer. Danke, dass ihr heute dabei wart. Schreibt gern einen Kommentar mit euren Lieblingswörtern aus dem Podcast. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, ein Like dazulassen und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Der Alltag. Mein Alltag ist jetzt einfacher. Im Alltag lerne ich viele neue Dinge. Pünktlich. Ich komme immer pünktlich zur Arbeit. Meine Freunde sind immer pünktlich. Der Supermarkt. Ich kaufe Brot im Supermarkt. Im Supermarkt gibt es viele Produkte. Die Nachbarn. Meine Nachbarn sind freundlich. Ich spreche oft mit meinen Nachbarn. Der Spaziergang. Ein Spaziergang im Park tut gut. Ich mache am Sonntag einen Spaziergang.